Okay, ich ernähre mich vegan, glutenfrei und zuckerfrei. Und das ist auch absolut kein Problem für mich. Ich liebe die Rezepte, ich liebe es zu kochen, alles gut. Aber was ist, wenn ich auswärts essen möchte? Wenn ich zu Freunden gehe, ist es eigentlich gar kein Problem, weil in unserem Alter kennen wir so viele, die irgendwelche Unverträglichkeiten haben und ja, man hat sich daran gewöhnt, so ein bisschen beweglich zu sein. Anders ist es in der Generation meiner Eltern. Da treffe ich schon mehr auf Unverständnis und habe es mir daher einfach angewohnt, mein Lunchpaket mitzubringen. Ich hatte letzte Weihnachten, ich habe mir so ein geiles Essen gemacht, dass alle anderen vor Neid platzten. Also das funktioniert auch. Man bringt sozusagen eine Extrawurst mit, ohne eine Wurst. Klar, anfangs kam ich mir echt doof vor, weil Essen ist ja auch einfach ein Gemeinschaftsakt. Und die Tatsache, dass man gleichzeitig etwas isst und das gleiche Geschmackserlebnis im Mund hat, das verbindet einen. Man nimmt sich da raus. Es fühlt sich dann schon am Anfang so ein bisschen isoliert an, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich einfach wusste, hey, ich mache das für mich, weil ich sonst einfach an Schmerzen leide, weil es mir sonst überhaupt nicht gut geht. Vielleicht konnte ich dieses Erlebnis mit den anderen nicht gleichzeitig teilen. Dafür ging es mir nach dem Essen meiner Extrawurst ohne Wurst einfach viel besser. Aber wie sieht es bei einem Restaurantbesuch aus? Also am allerliebsten gehe ich in ein indisches Restaurant, weil im Gegensatz zu einem italienischen Restaurant wird schon viel weniger mit Gluten gearbeitet. Man hat die Reisrezepte, es gibt leckere vegane Suppen, man kann davon ausgehen, dass einfach viel Gemüse in den Rezepten dran ist und dass Kokosmilch da ist als guter Ersatz zur Milch. Dazu gibt es oft auch ein Knäckebrot aus Kichererbsenmehl. Aber natürlich kommen die ganzen frittierten Sachen aus der indischen Küche auch überhaupt nicht in Frage wegen dem erhöhten Fettanteil. In den westlichen Restaurants schaue ich dann immer nach, gibt es irgendein veganes Rezept. Meistens gibt es eins, aber oft lasse ich mir anstatt der Nudeln dann Reis bringen oder gepellte Kartoffeln. Kartoffeln gibt es immer in jeder Küche und es ist super einfach, die zuzubereiten. Da ist jeder Koch damit einverstanden. Und den Salat bestelle ich dann gerne ohne Soße und lasse mir eine Zitrone, Salz und Pfeffer mitgeben. Ja, und hier landen wir eigentlich bei der Kommunikation. Und Kommunikation ist das Allerwichtigste. Denn wenn unser Gegenüber weiß, was eigentlich Sache ist und dass da nicht einfach eine komplizierte Person sitzt, sondern dass es einen Grund gibt für diese Extrawünsche, dann ist schon viel gewonnen. Also ich glaube, das, was wir lernen dürfen, ist einfach zu sagen, wie die Sache ist. Gute Ausdrücke in der Gastronomie sind Zöliakie und Laktoseintoleranz. Darauf sind sie ausgebildet und da sind sie geschult und wissen dann, ich muss das gleich dem Koch melden und der Koch hat dann immer für diese Fälle extra Rezepte. Das heißt, das ist eigentlich für ihn, für den Koch, für die Küche überhaupt nicht außergewöhnlich. Das ist sein Daily Business. Für uns ist es vielleicht am Anfang befremdlich, dass wir uns rausnehmen, dass wir extra Platz einnehmen. Und das ist ja oft bei uns Erkrankten sowieso ein super Thema, woran wir arbeiten dürfen. Nämlich die Selbstfürsorge und die Selbstannahme. Und das darfst du, so ein Restaurantbesuch, darfst du eigentlich als Übung sehen, zu sagen, okay, mir geht es schlecht, wenn ich diese und diese Sachen essen würde. Was würde ich meiner besten Freundin oder meiner kleinen Schwester anraten? Ich würde ihr sagen, hey, dann isst das nicht. Komm, wir fragen in der Küche nach, was es für Alternativen gibt. Und diese Selbstfürsorge darfst du auch für dich anwenden, dass du die große Schwester für dich und die beste Freundin für dich bist und einfach für dich einstehst und sagst, ja, vielen Dank, die Karte ist wunderschön, ihr habt mega schöne Rezepte, ich habe ein Problem, ich habe Laktoseintoleranz und Zöliakie und ich muss schauen, dass ich nicht zu viel Fett zu mir nehme, weil ich sonst Verdauungsschwierigkeiten bekomme. Und da wollte ich fragen, kann ich vielleicht hier den Salat nehmen, hiervon die Soße und davon das und das dann zu einem Gericht zusammenbringen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass das ein Problem ist. Wenn man aufklärt, warum, wenn man freundlich bleibt und bereits mit guten Ideen daherkommt, dann
ja, sind eigentlich alle Beteiligten froh. Und oft ist es sogar so, dass der Koch dann noch vorbeikommt und fragt, ob alles in Ordnung ist. Weil, wie gesagt, das zeichnet ein Restaurant aus, wenn ein Allergiker kommt, dass für ihn gesorgt wird. Ja, und am meisten Spaß macht es natürlich, wenn man in ein veganes Restaurant geht. Aber Achtung, vegan ist ja noch nicht die ganze Miete. Es ist vielleicht die halbe Miete. Also wenn ich in einem veganen Restaurant dann die Rezepte durchgehe, dann schaue ich, wie ist der Fettgehalt, ist noch Gluten drin. So. Und Zucker natürlich auch. Also die meisten Desserts fallen dann auch weg, außer es ist auf Dattelsüße basiert. Und mit diesen Ausschlusskriterien gehe ich durch, kombiniere dann die Menüs und bin glücklich und gesättigt. Was ist aber, wenn ich in den Urlaub fahre? Ja, hier dürfen wir unterscheiden, ist es ein Urlaub mit eigener Küche oder nicht. Wenn wir in dem Urlaub eine eigene Küche haben und sogar den Entsafter mitnehmen können, steht uns eigentlich nichts im Wege. Wenn es ein Urlaub ist, wo wir den Entsafter nicht mitnehmen können, dann greife ich super gerne gerade in den Sommermonaten auf Wassermelone zurück und ich schaue, dass ich meinen Vormittag leberschonend halte. Das heißt, ich ernähre mich fruchtlastig und gemüselastig. Ich mache Nebennierensnacks andauernd. Und dann beim Mittagessen esse ich das erste Mal richtig zu Mittag. Aber auch hier, ich esse einfach kein Gluten und pflanzenbasiert. Und natürlich ohne Zucker, ohne Industriezucker. Fruchtzucker schon. Was mache ich jetzt aber, wenn ich einen All-Inklusiv-Urlaub gebucht habe? Und hier kommen wir wieder zu der Übung der Selbstannahme und Selbstfürsorge. Denn auch hier bedeutet es, dass wir anrufen können vorher und ins Gespräch kommen dürfen mit dem Restaurant. Denn auch hier gilt einfach das Gleiche. Kommunikation ist alles. Hier dürfen wir anrufen und sagen, habt ihr einen Entsafter? Ist es möglich, Gurke oder Sellerie zu entsaften? Was habt ihr für Saftangebote? Dann könnt ihr eben sagen, dass ihr Verdauungsprobleme habt oder eine Krankheit, wo ihr ganz strikt eine Ernährung einhalten müsst. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr glutenfrei, zuckerfrei und fettarm isst, was da die Möglichkeiten gibt. Und es hilft immer zu sagen, dass es eigentlich ganz einfach ist. Ihr braucht eigentlich immer nur Reis und Kartoffeln und ganz viel Früchte und Gemüse und das mit ohne Fett zubereitet. Und das wird auch so gemacht. Denn, wie gesagt, ein Restaurant zeichnet es aus, dass sie für ihre Gäste sorgen. Meine Erfahrung ist, dass sehr gerne nachgefragt wird und dass sie super froh sind, wenn man eben im Vorhinein schon Kontakt aufnimmt, damit sie sich darauf vorbereiten können. Und natürlich kommt dazu, dass es einen Aufpreis gibt. Ich frage dann auch immer, ist es möglich, Sellerie zu entsaften und was wäre der Aufpreis dafür? Dann wird das abgeklärt und dann kriegt man eine Rückmeldung. Und hier, ihr dürft das, es steht euch zu, dass ihr euch diesen Platz nehmt. Denn es ist ja nicht eure Entscheidung gewesen, dass ihr krank werdet. Es war nicht eure Entscheidung, dass ihr nicht alles essen könnt. Wenn wir das können würden, würden wir das ja auch machen. Es darf einfach sein. Lieber diese Schritte vorher gehen, als dann mit Schmerzen im Urlaub im Bett zu liegen oder die Heilungsphase total verzögert zu haben. Meine Erfahrung ist, wenn ich ehrlich werde und sage, dass ich eine Erkrankung habe und dass ich deswegen mega gut schauen muss und dass, wenn ich mich korrekt ernähre, ich symptomfrei bin und so meinen Urlaub genießen kann, dass bisher jeder darauf eingegangen ist und jeder auch super glücklich ist, wenn man da ist und sagt, vielen Dank, danke, habt ihr so gut geschaut, es geht mir gut und ich kann meinen Urlaub genießen. Diese Freude, die kann man einfach teilen. Und solltet ihr mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Da, wo ihr super gute Erfahrungen gemacht habt, schreibt die auch rein, damit andere Betroffene vielleicht einfach wissen, da könnte ich hingehen, da wird gut zu mir geschaut. So dass auch diese Restaurants und Hotels, die wirklich auf einen eingehen, ja auch gepusht werden in ihrem Vorhaben und dass die anderen ein bisschen lernen dürfen, was Gastronomie wirklich bedeutet.
Also meine Lieben, ich freue mich auf eure Geheimtipps in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!